Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es wieder um die mobile Stromversorgung für unterwegs. Thema Solar, Thema Speicherung, wie kann man sich unterwegs versorgen. Es gibt schon den ersten Teil dazu, schaut euch den ruhig zuerst an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ansonsten legen wir jetzt mit dem zweiten Teil los. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt kommen wir mal zur dritten Variante, die ich rausgesucht habe, und zwar das Solarpanel einzeln zur Versorgung. Und das ist jetzt wichtig, ausschließliche Versorgung fürs Wohnmobil, für die Aufbaubatterie. Das hat auch direkt, wie ihr seht, da die Klemmen dabei. Und das ist wirklich dazu da, um die Aufbaubatterie wieder aufzubauen. Was natürlich auch seinen Zweck erfüllt, weil ihr habt ja viele Versorger im Mobil, die ihr vielleicht jetzt schwierig mit extern versorgen könnt, wie wir gerade eben schon mal gesprochen haben. Das läuft viel direkt über die Aufbaubatterie, die intern verbunden ist. Und natürlich könnt ihr, wenn die Aufbaubatterie wieder voll ist, auch eure Handys und so weiter wieder im Mobil alles anschließen. Deswegen ist das schon eine sinnvolle Geschichte. Allerdings muss man sich ein bisschen damit beschäftigen. Ich habe natürlich nicht die Freiheit, außerhalb auch wirklich irgendwas zu machen, sondern immer nur die Aufbaubatterie kriegt Saft. Ja, ich kann auch an das Panel jetzt nichts extra anschließen. Ich kann da kein einzelnes Handy anschließen, sondern nur über die Aufbaubatterie dann wieder im Wohnmobil laden. Ich kann also auch nichts flexibel mit rumtragen oder irgendwo mal anders benutzen, wenn ich mal was anderes mache, außer direkt am Wohnmobil zu sein oder mal eine andere Tour mache. Ja. Zu den Specs, das ist eine 120 Watt Variante. Ich habe mal die von Off-Grid-Tech rausgesucht. Die wurden schon von diversen Leuten auch gezeigt, dieses Panel, aber ich habe das mal genommen, weil, wenn man ein bisschen recherchiert, kriegt man raus, dass das immer noch auch die beste Variante für diese Direktbeladung von dem Wohnmobil, von der Starterbatterie bzw. der Aufbaubatterie ist. Ist auch super bewertet und so, macht seinen Job ganz gut. Da zeige ich das auch mal, um euch wirklich auch diese Variante jetzt zeigen zu können. Ne? Zu den Specs, das hat 5,1 Kilo. Hat eine zusammengeklappte Größe von 56 cm x 44 x 5 cm. Die Dicke variiert natürlich, je nachdem, ob ich den Laderegler in der Tasche habe oder nicht. Ja, das kann vielleicht auch ein bisschen mehr wie 5 sein. Wenn ich den rausnehme und woanders lagere, dann kriege ich das Teil natürlich flacher und kann es vielleicht irgendwo dazwischen schieben. Wichtig zum Thema Laderegler kommen wir gleich nochmal. Wichtig noch die Kabellänge. Meiner Meinung nach ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben hier 6 Meter von dem Panel zum Laderegler und dann nochmal 1 Meter vom Laderegler zur Aufbaubatterie. Das sind also insgesamt maximal 7 Meter. Ja. Erstmal ist natürlich immer zu bedenken bei dieser Variante, ihr habt immer das Kabel in der Tür eingequetscht, weil ihr habt ja nicht immer permanent die Tür offen, um das Kabel da nicht einzuquetschen, sondern ihr sitzt natürlich vielleicht mal auf der anderen Seite, macht ihr die Tür zu. Ihr wollt vielleicht nicht, dass die ganzen Fliegen oder was auch immer reinkommen, macht die Tür zu. Das Panel steht draußen und der Anschluss ist nun mal immer drin. Wohingegen bei der Station von Jackery, die wir uns eben angeschaut haben, die ist natürlich auch möglich, die außerhalb neben das Panel zu stellen. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, wo komme ich denn hin mit meinen 6 Metern? Ja? Komme ich denn überhaupt in die Sonne oder muss ich jetzt mich vielleicht aus dem Schatten dann doch irgendwo hinstellen? Normalerweise versucht man im Schatten zu stehen. Muss ich vielleicht dann in der Sonne stehen oder an einem Platz, den ich nicht so toll finde, nur damit ich zum Strom komme mit meinem Panel, um laden zu können. Ja? Wohingegen ich mit dem Jackery-Gerät natürlich ein bisschen flexibler bin. Ich muss es natürlich im Auge behalten in Sachen Diebstahl. Ich kann da nicht durch die Gegend laufen oder weggehen. Aber flexibler ist man natürlich dann grundsätzlich schon, weil die geladene Batterie natürlich flexibel außerhalb auch vom Fahrzeug sein kann. Ja, ja, zum Thema Laderegler. Bei diesem Pack, was ich jetzt hier zeige, was 439 € kostet, ja, 120 Watt inklusive MPPT-Laderegler. Und das ist ein wichtiges Thema. Ihr könnt dieses Panel auch ohne Laderegler kaufen und könnt einen einzelnen Laderegler kaufen, einen externen. Da gibt es außer dem MPPT noch den PWM-Laderegler. Riesenunterschied ist, klar, erstmal der Preis. Dieser PWM-Laderegler, der ist total günstig, vermeintlich 20 € oder so. Der macht nur 1 oder 0. Das heißt, entweder kommt vom Panel genug Saft, damit der aufmacht und es lädt, oder es kommt zu wenig, ja, nicht gar nichts, sondern zu wenig und der macht gar nicht erst auf. Außerdem kontrolliert er nicht so die Batterie, das heißt, der pumpt immer nur einfach rein, was natürlich für eure Batterie von Nachteil sein kann. Der MPPT, den ich absolut empfehle, also wenn ich sowas schon machen würde, dann würde ich diesen wählen.
der steuert die ganze Sache. Das heißt, wenn man sagt, so, der ist wohl 30% effektiver oder das ganze Konstrukt ist vom Laden her 30% effektiver, was natürlich viel ausmacht, weil der das steuert. Erstmal macht er auch bei bedecktem Himmel, nicht immer, aber holt er noch was raus, im Gegensatz zu dem anderen Laderegler, der dann vielleicht schon zumacht und gar nichts mehr liefert. Außerdem schaut er in die Batterie oder schaut auch auf die Batterie, ne, dass die nicht überladen wird und dass das immer effektiv ist. Das heißt, wenn die ein bisschen nachlässt, pumpt er wieder rein, wenn die voll ist, hört er auf. Ja. Außerdem habt ihr hier auch eine kostenlose App dabei, die ihr euch runterladen könnt, wo ihr wirklich auch von extern per Bluetooth wirklich schön gucken könnt, was macht der Laderegler, wie arbeitet der, wie sind meine Batteriewerte und so weiter. Das kann sinnvoll sein, wenn ich vielleicht sogar sehe, oh, meine Batterie, ich bin jetzt so weit gefahren zum Stellplatz, meine Batterie ist knackevoll, dann brauche ich das Panel nicht aufstellen. Ja, dann kann ich mir das sparen. Wohingegen ich vielleicht irgendwo stehe und sehe, oh, meine Batterie ist schon richtig knacke leer. Eigentlich würde ich das jetzt nicht machen, aber extra jetzt stelle ich das Teil mal auf, damit ich noch ein bisschen Saft reinkriege. Ne? Also von daher, wenn würde ich diesen MPPT-Laderegler und diese Kombination nehmen für 439 €. Jetzt kommen wir mal zu den Themen Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten. Ja? Wir fangen mal an mit dieser kleinen handlichen Powerstation, die ja mehr oder weniger für kleine Geräte gedacht ist. Da haben wir natürlich den riesen Vorteil, es ist klein, es ist leicht, es ist handlich, kannst überall mit hinnehmen und kannst dann quasi auch in dem Moment oder sogar beim Laufen mit Sonnenenergie versorgen. Auch ein Riesenvorteil, ich kann natürlich schon Energie von zu Hause oder vom Platz, wo ich bin, Stellplatz mitnehmen und bin dann erstmal eine gewisse Zeit autark und kann zum Beispiel Handys beladen. Ja. Preis ist natürlich auch ein Vorteil, 30 oder 40 €, je nachdem, ob es im Angebot ist, ist natürlich ein Thema, wo man nicht groß drüber nachdenken muss. Da kann man schon ein manchmal großes Problem, Handy leer, mit relativ wenig Geld lösen. Ne? Dann kommen wir mal zu der Powerstation. Da haben wir natürlich den riesen Vorteil, dass die flexibel ist, unabhängig vom Standort. Das heißt, ich habe die Power oder die Energie oder die Sonnenenergie nicht nur im Wohnmobil, sondern ich habe die, wo ich sie möchte. Und ich kann auch beim Sonnenenergie holen flexibel sein. Das heißt, ich habe nicht nur 5 oder 6 Meter um das Mobil herum die Möglichkeit, sondern ich kann rein theoretisch dieses ganze Konstrukt mitnehmen an den Platz, wo ich ich bin vielleicht 2, 3, 4 Stunden an dem Grillplatz oder an dem See. Dann kann ich das einfach mitnehmen. Vielleicht bin ich 200 Meter vom Wohnmobil entfernt. Das ist nicht weit zu tragen, diese 5 Kilo. Das Ding ist handlich. Ne? Aber ich kann das da 5 Stunden in die Sonne stellen und kann mir die Power ziehen und kann es dann auch parallel benutzen. Also das ist natürlich eine ganz andere Flexibilität. Ne? Nachteil ist eigentlich, dass man die Energie nicht direkt in der Starterbatterie hat. Wobei das eigentlich, wenn man das macht, mit dem Konstrukt 230 Volt Stecker mit Ladegerät, dann kann man sogar diese vermeintlichen Nachteil ausmerzen und kann im Notfall sogar die Aufbaubatterie laden und kann das Mobil sogar aufladen mit Sonnenenergie, flexibel, und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also viele Nachteile gibt es da nicht wirklich, außer vielleicht der Preis. Der Preis natürlich happig, aber ich sag mal, wer sich so ein Ding anschafft, der hat auch seine Gründe dafür und für den ist der Preis dann auch wieder gerechtfertigt, weil er natürlich Probleme löst. Dann gibt es natürlich das zugehörige Panel von Jackery. Das könnte man rein theoretisch auch einzeln benutzen. Der Vorteil bei diesem Panel wäre jetzt, dass man da direkt Geräte anschließen kann. Das hat zwar keinen Speicher, ist klar, das ist ja eigentlich ein Kombi gedacht, aber man könnte rein theoretisch über USB auch direkt an der Sonne Geräte laden. Ne? Das ist natürlich ein Vorteil für dieses Panel und Nachteil ist durch Speicher, aber es ist ja ein Kombi gedacht eigentlich. Ne? Oder auch, ich sag mal, man kann bei diesem Panel jetzt nicht das Wohnmobil laden, ne? Ist klar. Dann gibt es noch das Panel von zum Beispiel jetzt hier in dem Fall Off-Grid-Tech. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das Wohnmobil beladen können und da wirklich auch die Aufbaubatterie versorgen können, die wirklich wichtig ist, wenn es um zum Beispiel das ganze Thema Wasser und Wasserpumpe geht. Ja? Licht, klar. Ja? Nachteil ist natürlich, und das ist meiner Meinung nach ein Riesennachteil, dass ich keine Geräte dran anschließen kann. Ne? Ich kann wirklich nur über die über die Aufbaubatterie da Energie laden und speichern und die dann im Wohnmobil abnehmen. Ich bin also nicht flexibel, habe da keine flexible Möglichkeit. Riesennachteil ist meiner Meinung nach auch die Entfernung, die zwingend eingehalten werden muss vom Wohnmobil, weil ich natürlich die Kabelverbinder zu der Aufbaubatterie brauche.
Und ein riesen Nachteil ist meiner Meinung nach auch, dass ich meinen Stellplatz nach Sonne aussuchen muss, ja? Weil ich ja die Entfernung nicht habe. Also ich kann mir vorstellen, in der Praxis muss man dann relativ oft eine Ecke wählen vom Platz oder einen Stellplatz, der vielleicht gar nicht so optimal ist, den man vielleicht sonst nicht genommen hätte. Nur weil man dann sieht, ich habe dann da nachher ein bisschen Sonne oder zwischen den Bäumen kommt was durch oder wie auch immer. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht seinen Ablauf ein bisschen danach ausrichten muss, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, hier 3 Meter entfernt vom Wohnmobil sind jetzt die nächsten 3 Stunden Sonne, dann stelle ich das hin, das Teil, und dann gehe ich aber nicht zwingend weg, weil in Sachen Diebstahl oder Beschädigung oder was, dann kann es vielleicht auch passieren, dass man sich sogar da aufhält, obwohl man normalerweise was anderes gemacht hätte, nur weil man jetzt in dem Moment mal den Saft ziehen muss. Ne? Also die Flexibilität ist meiner Meinung nach hier ein riesen Nachteil oder die fehlende Flexibilität. Zum Vorteil würde ich hier allerdings noch sagen, dass ich diese Steuerung per App habe und auch diese Ablesemöglichkeit. Das ist eine schöne, smarte Geschichte, und vor allem sehe ich, wann ich überhaupt was machen muss und wann es vielleicht wirklich sinnvoll ist. Das wäre noch so ein Vorteil. Preis, muss man sagen, 430 Euro oder 440 Euro ist nicht wenig. Wenn ich dagegen sehe, dass ich für 800 Euro oder wenn man jetzt die ganz kleine Variante mit den 240 Volt nimmt von Jackery, noch ein bisschen günstiger, eine komplett flexible Alternative bekommt, wo ich auch flexibel 230 Volt irgendwo ziehen kann und auch die Aufbaubatterie laden kann mit so einem zusätzlichen Ladegerät. Also da muss man dann abwägen, was man dann wirklich möchte, aber ist jetzt nicht zwingend ein Vorteil, dass der Preis so günstig ist. Ja? Ja, zum Thema Vor- und Nachteile möchte ich auch nochmal die festen Anlagen erwähnen. Da haben wir jetzt noch nicht so viel darüber gesprochen. Eins ist klar, da gibt es die verschiedensten Varianten, verschiedenen Größen, die werden direkt geführt. Riesenvorteil von diesen Varianten, wenn ich das fest auf dem Dach habe, ich habe kein Risiko von potenziellen Diebstahl, oder die Variante Diebstahl ist schon mal viel, viel ausgeschlossener wie zu den flexiblen Geräten, die ich irgendwo stehen habe, auf die ich dann natürlich achten muss und wo ich dann vielleicht nicht mich entfernen kann davon, weil Diebstahl oder Beschädigung oder was passieren kann. Hier hat man immer die Möglichkeit zu laden, solange man irgendwo in der Sonne steht. Das ist auch ein Riesenvorteil, dass diese Sachen komplett verlegt sind, die sind fertig, die sind angeschlossen. Das heißt, man hat damit gar keinen Arbeitsaufwand. Man muss das weder irgendwo rausholen und hinstellen, noch muss man darauf achten, ob die Batterie geladen wird und wie weit die ist, weil es läuft immer automatisch. Nachteil hier ist meiner Meinung nach Anschaffungskosten, die zwischen 1.500 und 2.000 Euro so in der Region liegen dürften. Riesennachteil ist auch die fehlende Flexibilität, denn nur wenn man da im Licht ist, lädt es auch. Und die allermeisten Leute versuchen gerade im Sommer natürlich jetzt nicht in der Sonne zu stehen. Ihr wisst selbst, die Mobile laden sich auf mit Wärme und man versucht ja eigentlich schon eher da im Schatten zu stehen. Das ist natürlich ein Nachteil, dass man dann unter Umständen nicht die optimale Ausbeute hat oder vielleicht sogar in der Sonne steht. Nur dann, ist ein bisschen schwierig. Außerdem sind die Platten gerade angeordnet. Ist natürlich auch nicht so effektiv, wie wenn ich die selbst steuern kann, aufklappen kann und kann die Richtung Sonne stellen. Ja? Das ist auch noch so ein Nachteil, vielleicht so ein vermeintlicher. Und was ich ein bisschen so ein Thema finde, ist auch die Verlegung. Denn da wird natürlich ein Loch ins Dach gebohrt. Das wird sicher super abgedichtet, das funktioniert auch, ist tausendfach getestet, aber im Endeffekt beschädigt man ja da irgendwo das Mobil und es ist eine potenzielle Möglichkeit, dass irgendwann nach von mir aus 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren da mal irgendwas undicht wird und was eintritt, was man vielleicht erst Wochen später mitbekommt. Also von daher ist für mich meiner Meinung nach noch ein kleiner Nachteil gegenüber so einer flexiblen Lösung, die das Mobil nicht beschädigt. Ja, jetzt kommen wir doch mal zum Fazit. Also wie ihr, denke ich mal, schon ein bisschen rausgehört habt, finde ich die Variante erstens diese Jackery Power Station kombiniert mit dem Solarpanel, finde ich, auch wenn ich es noch nicht testen konnte, finde ich schon mal klasse, weil dieses Gerät eine Flexibilität hat und am Endeffekt bin ich ja als Camper, eigentlich mag ich Flexibilität. Ich möchte frei entscheiden, wann ich was wie mache und wo ich bin. Das ist das tolle Thema beim Campen und ich möchte mich da gar nicht so eingrenzen lassen mit diesen Entfernungsmöglichkeiten und dieser Verbindung zu meiner Aufbaubatterie. Also Flexibilität finde ich toll. Ich finde das ganz, ganz klasse bei allen Geräten grundsätzlich, dass ich mit Sonnenenergie
dass ich Sonnenenergie speichern kann und die in meine Geräte pumpen kann. Das ist schon mal klasse. Und bei dieser kleinen Powerbank, die muss ich auch sagen, finde ich super. Also die habe ich jetzt auch testen können. Ist eine schöne Sache, um schon mal ein paar kleine Probleme zu lösen. Mit dieser großen Powerbank in Kombi kann man große Probleme lösen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Überblick geben oder dem einen oder anderen vielleicht auch so einen kleinen Anreiz, sich mal ein paar Gedanken zu machen über die Nutzung von Sonnenenergie. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig weiter dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, als kleine Bestätigung, ist immer ganz schön. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Macht's gut, bis bald, ciao, ciao.